Willkommen bei Podcast, der einzige Ort, wo Boxen noch Ecken hat und wo nicht jeder Satz weichgespült ist und wo wir heute über etwas reden, das offiziell tot ist, den österreichischen Boxsport. Und weil es keiner hören will, sage ich es trotzdem, was hier als Szene verkauft wird, ist leider im Schlafmodus Kämpfer ohne viel Aufmerksamkeit und Moderationen, bei denen man sich fragt, ob das Mikro versehentlich in die Sedierungstaste gefallen ist, als würde das Mikro einschläfernd wirken. Und genau darum habe ich heute auch jemanden da, der das Ganze mit aufgebaut hat oder sagen wir lieber mitverwaltet hat, während es langsam eingepennt ist. Es ist die Stimme des österreichischen Boxsports. Leider auch der Beweis, dass man Leidenschaft haben kann, ohne je aus der Komfortzone zu schreiten. Paul, schön, dass du da bist. Sag uns gleich mal zu Beginn, wann hast du das letzte Mal jemand den Mund verbrannt und nicht nur die Ohren voll gelabert? Auch einmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Freue mich immer bei dir zu sein. Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich dir auch retour. Ich meine, du hast das ja schon offen kundgetan in deinem Statement. Ich ganz ehrlich noch nicht, weil ich versuche mit dir gemeinsam das Boxen auf Gentleman-like aufzubauen. Aber du hast schon vollkommen recht. Wir haben ein Problem im Boxen. Ja, auf jeden Fall. Schau mal, Paul, ich sage dir ganz ehrlich, es ist natürlich auch so, der österreichische Boxsport braucht mehr Präsenz. Und viele User auf Podcast haben mich angeschrieben und haben gesagt, hey, hast du das Event gesehen? Das war ja Wahnsinn. Einige Kämpfe gut, wurden mir Videos geschickt, dieses und jenes und der Moderator, das ist ja alles eine Frechheit. Und ich habe mir natürlich auch einige Fragen vorbereitet, um auch dich direkt etwas an die Wand zu pinnen. Gerne. Ja, Let's go. und ich habe mir das Event etwas angeschaut und es ist, ich mag dich persönlich sehr gern. Das ist auch kein persönlicher Angriff. Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich manchmal das Gefühl, du liebst deine Stimme mehr als die Sportart. Kann das sein? Nein, finde ich nicht so, aber du musst halt auch überbrücken. Bei so manchen Kämpfen siehst du, du hast das ja selber gerade angesprochen, es sind halt auch sehr viele Journeymans dabei und da musst du halt bei gewissen Boxern verstehe ich es wirklich nicht, die eine makellose Bilanz haben. Da hätte ich mir mehr erwartet, mehr Feuer dahinter und Hm. dann kann es natürlich so rüberkommen, dass man mich da gerne selbst hören will, aber ich will eigentlich gar nicht im Vordergrund stehen. Man muss aber auch den Ball ein bisschen retour schießen, auch an euch. Das Publikum geht sehr, sehr selten mit. Mhm. Es ist beim Face-Off null Emotion, also es ist mehr ein Lachen, ein Gentleman Agreement, aber ich würde das eher nennen als Smiling in the Face, ja. Mhm. Meiner Meinung nach ist es dann natürlich schwer, aber ich verstehe deine Aussage ganz klar. Aber was willst du machen? Was willst du dagegen tun? Lieber Paul, da sind wir dann genau bei dem Punkt, nämlich weil Boxen braucht Gesichter mit Geschichte, nicht nur Sportler mit Rekord. Und genau das ist ja das Problem. Man kriegt so wirklich ganz wenig mit am Rand, aber der Fokus auf Persönlichkeiten, der bleibt völlig aus. Emotionale Geschichten der Kämpfer bleiben völlig aus. Also man hat null Bezug zu den Kämpfern und dann darf man sich auch nicht wundern natürlich, wenn die Zuschauer beim Face-Off einschlafen oder lachen, weil sie keinen Bezug zu den Kämpfern haben, außer Familie und Freunde. Genau, Aber da bin ich Boxer komplett bei dir. müssen wieder Helden bzw. Schurken werden und nicht einfach Athleten mit Handschuhe. Bin ich voll bei dir und ich meine, wenn man den Abend einmal kurz Revue passieren lässt, dann hat es ein paar Tops gegeben, aber auch natürlich ein Flop meiner Meinung. Ich möchte jetzt auch nicht die Boxer persönlich ansprechen, aber Alin Soleimani habe ich mir mehr erwartet, weil eine makellose Bilanz, jetzt 21 Kämpfe, 21 Siege Mhm. und ich meine, ganz ehrlich, da erwarte ich mir schon, dass man da einen stärkeren Gegner hat als den er gehabt hat und das war eher ein reines Journeyman. Mhm. Ähm, Auch zu meiner, weil du jetzt gerade gesagt hast, ob ich mich gern selber reden höre, da stelle ich jetzt wieder die Gegenfrage, was willst du dann machen? Wenn du einen sehr emotional losen Kampf vor dir hast, musst du natürlich trotzdem versuchen, das Publikum zu begeistern. Und ich meine, bitte vergessen wir nicht, der OF Sport Plus war dabei. Mhm. Also eine bessere Plattform gibt es derzeit nicht in Österreich, am österreichischen Markt, wo man sich präsentieren kann und dann kommt sowas heraus. Das Hauptproblem, denke ich, ist eines, dass das Publikum bei ORF Sport Plus auf jeden Fall über 40 und 50 ist. Das ist einmal Fakt. Also da traue ich mir, wenn ich mal die Insights sehen dürfte oder könnte beim ORF, traue ich mir wetten, Zuschauer über 40 und 50 zum Großteil. Und wenn die das schauen und die vergleichen das halt gern mit Mike Tyson, Evander Holyfield und, die denken sich, wollt ihr mich verarschen? Ja, aber da muss ich da auch gleich klipp und klar sagen, hast du dir schon mal angeschaut, wen wir in der österreichischen Boxszene haben? Wir haben den Dadan 30 Jahre mittlerweile, Platz 76 der Welt in dem Mhm. Ranking, in seinem Unfassbar. Schwergewichtskampf, weil du gerade darüber sprichst, ja. Unfassbar. Hat jetzt auch, Entschuldigung, ich habe ja, diesen Kämpfer bis dato nicht auf dem Schirm. Und das ist ja,
wenn ich jemand, der was mit dem Boxen an sich ja nichts zu tun hat, obwohl ich selber gerne boxe oder Bärnackel kämpfe, habe ich von diesem Mann bis dato nur sehr wenig bis gar nichts gehört. Und wenn es mir schon so geht, wie geht es den Großteil der Gesellschaft? Und da sind wir dann genau bei dem Punkt, dass die Männer, diese Kämpfer, einfach viel zu wenig in die Öffentlichkeit getragen werden als Menschen, als Charaktere, als Schurken oder was auch immer man möchte. Genau, und ich bin jetzt zwar nicht auf deine Fragen direkt vorbereitet, weil wir das ja bei dir nie so machen. Du stellst einfach die Ja, Fragen gleich genau. klar raus, weil das auch für deine Zuseher so interessant dann ist. Aber ich möchte jetzt schon nochmal, ich war wirklich kein persönlicher Angriff, du kennst mich, ich kann mit Kritik super Alles umgehen, gut, wir aber schießen ich los und möchte, fertig. alles gut, aber ich möchte jetzt nochmal ganz klar auch noch sagen, ich meine, dass man das einmal Mhm. zu Hause dann weiß, was wir alles oder was ich recherchiere, nur wenn da kein Feuer kommt oder wenn wir dann solche Kämpfe sehen, nur mal Edin Avdic, ja, Mhm. 28 Jahre jung, Platz 93 der Weltrangliste. 11 Kämpfe, 11 Siege, Wahnsinnsbilanz, ja. Mhm. Den bräuchte man jetzt auch schon einmal. Da wäre ein geiler Kampf jetzt schon einmal wichtig, ja. Also ein richtig, richtig cooler Kampf, ein guter Boxer. Bernardin Jacke, 27 Jahre jung, Platz 68 der Weltrangliste. 18 Kämpfe, 18 Siege, eine Niederlage bis jetzt, ja. Und so geht es einfach weiter. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir haben gute Boxer, nur so wie du richtig auch gesagt hast, die wären halt bitte nicht falsch verstehen, auch nicht jünger, und wir Mhm. sollten jetzt schon langsam den nächsten Schritt machen. Man sieht es beim Uma. Uma ist jetzt, lebt in Amerika, lebt in Los Angeles, ja, ist Platz 19 der Weltrangliste, Mhm. 12 Kämpfe, 12 Siege, makellose Bilanz, aber der geht den Weg. Der geht jetzt rein weg. Und ich finde es so schade, weil wenn wir jetzt auf die Veranstaltung zurückkommen, haben wir einen Christian Oschodin, meiner Meinung nach eine Granate für die Zukunft. Ja? Körperbau perfekt, Boxen perfekt, Training perfekt, Einstellung perfekt. Javid Moebzada, ebenso eine Riesenmöglichkeit. Leonard Ballay, Möglichkeit. Und was du auch in deinem Interview gesagt hast, meiner Meinung nach einer der schönsten Kämpfe, Martin Laskay. Und ich meine, da muss man auch sagen, Mhm. Martin Laskay in Österreich von allen Boxern, alle Gewichtsklassen derzeit auf Platz 24 und seine Bilanz, muss ich jetzt selber nachschauen, sein zweiter Kampf erst. Und der ist jetzt Mhm. schon in Österreich auf Platz 24. Mhm. Also Der wir ist ein hätten das absolutes Potenzial, Ausnahmetalent. genau, wir hätten das Potenzial dazu und ich finde, ich gebe dir da vollkommen recht, die Burschen müssen auch was tun. Ich meine, ich habe den Martin, der hat einen Stil, was du auch richtig analysiert hast. Er ist der Gentleman. Passt genau zu seinem Kämpfername. Mhm. Er tritt auf wie ein Gentleman, er kommt auf die Bühne wie ein Gentleman. Das erwarten wir uns dann auch. Da sagen wir, okay, das passt zu seinem Namen. Ja? Aber wenn ich höre einen Warrior, ja, einen Kämpfer, einen Krieger, wie auch immer du es nennen möchtest, und die kommen daher und ja, da ist null Emotion und wir vergleichen das gern mit einem Bernackel, was du jetzt sehr, sehr oft bringst, ja, Mhm. wie es da rund geht, da finde ich es halt sehr, sehr schade. Und ich glaube, Das, diese ja, Plattform braucht einen neuen Aufwind, was wir eh schon öfters gesprochen haben. ja, das ist der Grund, warum Bernackel auch immer beliebter wird. Die Zuschauerzahlen explodieren mittlerweile online. BKFC macht mittlerweile die meisten Umsätze eben über online. Das muss man sich einmal vorstellen. Und Social Media ist die Zukunft. Und natürlich jetzt auf die Ansage von dir, ja, die Kämpfer müssen mehr machen. Naja, ich bin selbst Kämpfer. Wenn ich jemanden an meiner Seite hätte, der meine Trainings filmt, der weiß, wie er mich in Szene setzt, dann wird das Ganze schon wieder ganz anders ausschauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer beziehungsweise warum wird das nicht in den Angriff genommen, um die Kämpfer auf sozialen Medien mehr zu repräsentieren? Weil es wird bei ORF Sport Plus übertragen, gute Sache, aber wenn man ganz ehrlich ist, wer profitiert am meisten davon? Der Promoter und der ORF. Soll auch so sein. Finde ich auch nicht so schlecht, dass der OF und der Promoter davon profitiert, aber ich finde es halt auch ein Dann bisschen, sollen die aber auch mehr dazu beitragen. Nicht ja, nur das Event übertragen, sondern sollen mehr über die Kämpfer per se bringen. Im ja, Vorfeld und schon. jetzt bin ich auch am Punkt, das wollte ich gerade sagen, es wird immer drüber gesprochen, es ist zu wenig Geld da. Ja, mich wundert es nicht, dass kein Geld da ist, weil wie du gerade richtig gesagt hast, wenn da keine Emotion rüberkommt, dann wird auch kein Geld fließen. Was mich auch sehr stört, ist teilweise auch die Auswahl der Location, weil ganz ehrlich, das Double Tree Hotel war super, also die Location ist okay, aber nur, was erwartest du dir, wenn du jetzt in ein Double Tree Hotel hingehst? Ja? Da erwartest du dir wirklich Gentleman-like Boxing oder was auch immer, oder wie du es gerade vorher gesagt hast, Mike Tyson, weiß ich nicht, in ein paar Jahren jüngeren noch, also im Aufbau sozusagen, aber mir fehlt so das große Big Event. Mir fehlt so Mhm. richtig das, wo wir wirklich einmal Namen haben, wo es klingelt den ganzen Abend lang, ja, wo wir wirklich, da kommen die Stars aus Österreich. Und wir haben sie ja. Und bitte, was ich auch an alle Veranstalter mal bitte, holt einmal wirklich, wirklich namhafte Boxer weltweit einmal zu uns nach Österreich. Investiert einmal. Ich glaube, das ist ein Investment, das auf jeden Fall Return kommt. Das ist Ja, meine einzige Frage. ja, weil du auch den Namen Edin Aftic angesprochen hast. Der macht seinen Weg, mittlerweile Ja, Champion ja, WBA ja. oder WBU.
Ich will mich jetzt nicht Bin ich voll bei verplappern. dir. Der Edin ist ein super Boxer, haben wir auch das letzte Mal drauf gesprochen. Und ich meine, wenn du dich erinnern kannst, wir waren ja ganz heiß auf den einen Kampf. Leider ist es zu diesem Kampf nie gekommen. Auch da wieder sehr, sehr schade, weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, und jetzt muss ich ein bisschen den Ball retour schießen, Mhm. lieber Willi, weil da haben wir uns schon, wir zwei uns hineingehängt, ja. Und ich glaube, dann hast du natürlich auch ein bisschen so, ich sage jetzt absichtlich auch die Lust dran verloren, weil es dann von deinem Investment war und es ist dann nichts daraus geworden. Äh, Obwohl alle da waren. Jein, sondern ich habe im Hintergrund einfach mehr Informationen gehabt und habe gewusst, der Kampf wird nicht stattfinden. Okay. Genau deswegen, das war der Grund. Aber Ich finde aber das auch sehr schade, weil es war aufgebaut gut. Es wäre schon, das Feuer war zu spüren. Es hat geprickelt, wie man so schön im Fußball sagt. Bei einem Derby zum Beispiel, man spürt schon, dass da liegt was in der Luft, ja. mm, Und leider ist es dazu auch wieder nicht gekommen. Leider. ja, ja, es ist trotzdem so, Menschen gehen dorthin, wo sie sich vertreten fühlen und nicht nur unterhalten. Und Das ist richtig. das ist halt dann leider genauso bei den Box-Events. Warum große Hallen mieten, warum großes Risiko eingehen, wenn man in so einem, so wie jetzt da bei Lewis Boxing Promotion wieder dort im Hotel, glaube ich, oder im Casino, was auch immer das war. Die Location ist sehr edel und es sieht fast so aus, als würde der Boxsport generell mehr in diese Richtung gehen. Klein, edel, wenig Budget, weil Sponsoren haben wir keine. Die Frage ist dann trotzdem, wie viel Budget ist tatsächlich im Hintergrund? Und da hat man eben als Zuschauer keinen Einblick. Deswegen, die österreichische Kultur ist eine Jammerkultur und wir haben immer was zum Jammern und zum Aussetzen. Uns kann man es nicht recht machen. Aber, und da sind wir jetzt bei dem großen Aber, weswegen Podcast einfach die Reibung hervorbringt. Wir sind offen für Diskussionen und das fehlt beim österreichischen Boxsport. Ja, ich würde gerne mal alle auf einen Tisch bringen, mit allen reden, weil ich gebe dir jetzt auch vollkommen recht und man sieht, die erfolgreich sind, gehen ins Ausland, ganz klar, gehen nach Amerika und wenn du dir die ganzen Ranglisten anschaust, wo die Boxer alle wohnen und leben, braucht man nur auf Boxrec hineingehen, sieht man, dass großteils in Amerika lebt und Großteil auch in Amerika boxt, ja. Da wird es halt noch ein bisschen höherwertiger oder der Stellenwert ist ein bisschen höherwertiger. Ich gebe dir recht, ich finde es nur schade für unsere wirklich tollen Athleten, wie wir schon geredet haben, Edin, Bernardin, Uma, Javid, Christian, Leonard, um jetzt nur ein paar zu nennen und auch da dann natürlich, oder Anthony ist auch einer dabei. Wir haben wirklich ein paar heiße Eisen drinnen, aber leider Gottes, und das meine ich jetzt ganz ernst, versauern die auch. Die Ja, versauern halt auch dadurch, weil halt auch die keinen richtigen, wie soll man sagen, keinen richtigen Kampf kriegen, wo sie sagen, ja, jetzt geht's einmal so richtig zur Sache. Bernhard mhm. Jacke das letzte Mal gegen den Schweden, das war schon mal so ein richtiger Ansatz, muss man ganz ehrlich sagen, bei der Veranstaltung, das war okay, das war wirklich super, hat er Mhm. leider Gottes verloren, aber da hat man schon mal gemerkt, okay, jetzt kommt einmal internationales Flair hinein. Mhm. Und auch die Damenkämpfe, ich finde das so schade, ich weiß nicht, hast du den Damenkampf ganz kurz gesehen? Was Nein. wir jedes Mal sprechen. Die Nein. Frauen haben geballte Kraft, auch bei euch, ja, bei deinem Boxstil und bei deinem Boxart. Das sieht man einfach, was die Frauen dahinter haben. Warum tut Mhm. man nicht nur 2, 3 Frauenkämpfe hinein, ja? Das Mhm. würde auch die Damenwelt mehr anziehen, weil dann, weißt du, man öffnet viel, viel mehr Tore. Und jetzt kommen Ja. wir wieder zurück auf meine Stimme. Ja, was willst du dann machen? Dann musst du halt einfach leider Gottes reden, weil du hast null Informationen. Du ziehst dir die Informationen selber raus. Du versuchst im Vorfeld mit den ganzen Boxern zu sprechen und zu reden. Und dann baust du dir halt selbst eine Geschichte zusammen. That's it. Ja? Und das ist Ja. halt, ist so. Ist so, Willi. Leider Jein. wirklich so. Sondern, Ähm, Es ist, schieß raus. manchmal habe ich so das Gefühl, dass bei dir selbst die Emotionen einfach fehlen. Mir Okay? fehlt, du bist so einfach urtypisch österreichisch, auf blöd Deutsch gesagt, mit Stock im Arsch. Und du solltest auf jeden Fall, vor allem als Moderator und wenn du die Kampfrunden ansagst, viel mehr aus dir rausgehen. Du kommentierst Kämpfe, als wärst du so irgendwie auf einer Beerdigung, nur dass halt da einfach mehr Action ist Okay? auf einer Nehme ich mir zu Beerdigung. Herzen, können wir gerne umsetzen. Ja, weil Sehr gerne. ich sehe das schon so, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Du bist ein Top-Moderator, du machst das auch gut, aber es fehlt so dieses Feuer. Und es fängt ja auch beim Moderator an. Der Moderator ist ja eigentlich so der Rettungsanker, der was das Das stimmt. Event, Das genau. stimmt. Und das fehlt mir halt bei dir. Aber es ist generell ein großes Problem, weil, wenn man ganz ehrlich ist, der OF ist ja staatlich gepolstertes, er ist ein Mediensaurier, also österreichisches Fernsehen und immer schon gewesen, der ORF. Bezahlt von jedem und beliebt bei wenigen, aber relevant nur dann, wenn es um Skifahren geht, wenn man ganz ehrlich ist. Und der Boxsport, der bekommt null Relevanz. Die Kämpfer, keine Bühne. Aber wehe, und das, da gibst du mir sicher recht, Paul, wenn ein Schneepflug am Platten in Tirol hat, dann gibt es sofort eine Sondersendung.
Ja, aber auch da wieder, ich muss das Nein, leider ich weiß, wieder, na, du brauchst den ORF da diesbezüglich nicht in Schutz nehmen, das ist ich, einfach so. ich nehme gar niemanden in Schutz, aber ich wollte da auch noch mal ganz kurz sagen, das Problem ist halt auch, wenn wir nicht das Feuer oder den Kampf haben, ja, oder die Leute haben, was willst du denn daraus machen? Was willst du denn wirklich daraus machen? Wir haben Äh, nur Journeymans oder viele Journeymans gesehen, ganz ehrlich. Ja, das ist ja okay, aber der Boxsport generell bekommt ja viel zu wenig Aufmerksamkeit und das liegt aber auch vielleicht daran, dass beim ORF noch immer Leute entscheiden, die geistig in der Telefonzelle aufgewachsen sind. Oder daran, dass echte Leidenschaft durch Redaktionsprotokolle zensiert werden. Verstehst du? Das muss man, weißt du, da muss man immer vorsichtig sein, da weiß ich die Hintergründe nicht und von was du genau sprichst, aber ich verstehe dich. Aber auch da wieder, ganz ehrlich, okay, jetzt Hausnummer der ORF würde jetzt da mehr, ich meine, ich kann nicht über den ORF entscheiden, dann müsstest du mit dem Generaldirektor sprechen, Hm. aber der würde jetzt mehr machen. Was erwartet ihr euch? Konkrete Frage, was soll sich verbessern? Was soll man machen, dass man den Boxsport in Österreich dorthin bringt, wo er ist? Die Oder wo er sein Boxer, sollte? die Boxer haben Geschichten zu erzählen. Kämpfer, so wie ich einer, oder andere Boxer, Martin Laskay, Oshodin, wer auch Ja. immer, die haben alle eine Geschichte. Und die ist sicher nicht immer schön gewesen. Und wenn man da mal ein kleines Porträt ausstrahlt beim ORF oder beim ORF Sport Plus, wäre das zumindest einmal ein Anfang, dass man als Zuschauer ein bisschen einen Bezug hat zu den Kämpfern, weil jeder Mensch oder viele waren schon ganz unten und haben sich aber wieder hochgekämpft. Und so wie es bei uns eben ist, durch den Kampfsport haben wir gelernt, diszipliniert zu sein und unser Ding durchzuziehen. Und das fehlt. Das fehlt beim österreichischen Boxsport. Zum Beispiel habe ich gestern einen Chat gehabt mit der Maddox Promotion. Sagt ihr die was? Mhm. Das ist eine Promotion aus Linz, eine neue Promotion. Und den habe ich vorgeschlagen, pass auf, wir werden deine Promotion auf ein völlig neues Level heben. Ich habe ihnen einige Vorschläge gemacht, dies und das und dort. Wir reden da nicht nur von kleinen Porträts oder da oder dies oder dort. Ein Event muss aufgebaut werden, genauso wie Training für einen Kampf. Das heißt 3 Monate. 3 Monate Vollgas. Das Internet muss komplett verseucht werden davon, sodass du gar nicht mehr rundherum kommst. Und dann musst du weiterarbeiten, vor dem Event, im Event, nach dem Event und dann geht es schon wieder weiter, weil du hast dann schon wieder Material für die nächsten 2 Monate. Und Ja, das klar. fehlt, das fehlt. Darum frage ich mich tatsächlich, wer beim österreichischen Boxsport für die Medien zuständig ist, weil das ist eine reine Katastrophe. Ich weiß, ich bin nicht jedermanns Liebling, aber das geht mir hinten vorbei. Und wer verdammt nochmal beim ORF dafür zuständig ist, für die Mediengestaltung für den österreichischen Boxsport oder ob es da überhaupt eine Abteilung gibt, was ich weniger glaube. Also ich glaube, für den Boxsport per se gibt es jetzt keine reine Abteilung, aber da sind wir genau auf dem Punkt. Aber ich habe mir das aufgeschrieben, das war ein guter Inpunkt. Oder Warte, warte, warte kurz. Bist du noch da? ja, ich bin da. Okay, mein Sohn hat mich gelangt. So, geht Alles schon. gut, alles gut. Also das war ein guter Punkt von dir, finde ich. Also das war gerade wirklich eine Idee, die mir jetzt auch gerade, die man sicher ausbauen kann und verfolgen kann. So eine kleine Videoszene im Vorfeld über die Boxer mit ihrer Geschichte im Vorfeld mit einem Interview. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ich möchte aber nur ganz klar auch dir mal sagen, ich meine, du weißt das eh selber, aber der Boxsport hat eigentlich in dem Fall, also der Ringsprecher wird vom Veranstalter gebucht und der Rest läuft über den ORF. Also das heißt, die Übertragung und alles kommt über den ORF. Ja, da ist es natürlich schwer. Es sind zwei Seiten, wie du richtig gesagt hast. Es müsste halt einen hauptverantwortlich geben für das. Und da fühlt sich halt dann keiner dafür verantwortlich. Und so stehst du dann als Ringsprecher da irgendwie in der Mitte dazwischen, musst teilweise deinen Zeitplan komplett einhalten, kannst wenig Stories bringen, teilweise mehr Stories bringen, weil vielleicht ein Kampf frühzeitig zu Ende geworden ist, dann kommst du wieder unter Zeitdruck und. Also es ist sehr, sehr schwierig, aber ich finde die Idee mit einer Geschichte davor von dir sehr, sehr gut. Dann ist natürlich die Entscheidung liegt dann beim Veranstalter, der was sich dann Genau. entscheidet dafür. Entweder bleiben wir beim ORF Sport Plus und wir ziehen unser Ding durch, was zum Scheitern verurteilt ist, wie man sieht, weil es einfach keine Sau interessiert. Oder man geht mit der Zeit, und die ist jetzt die Zukunft, nicht gestern oder nicht nächstes Jahr, und überlegt sich einmal einen Plan B. Und für das Aber was ich ist der dir österreichische Boxsport nicht bereit. Aber was ich dir versprechen kann, 100.000-prozentig, das werde ich dem ORF vorschlagen und ich garantiere dir schon, der ORF hat sicher ein Ohr für das, weil du hast gesehen, Roland Weismann war vor Ort, der Generaldirektor, und ich glaube schon, dass da ein Zeichen gesetzt wird, dass der Boxsport schon einen Stellenwert hat in Österreich. Wie es derzeit präsentiert wird, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber, und jetzt
kommt wieder typisch österreichisch, weil du ja vollkommen recht hast und ich bin auch mit vollem Stolz ein typischer Österreicher, muss ich ganz ehrlich sagen, man unterschätzt man belächelt den ORF, man schimpft über den ORF und trotzdem, viele schauen ihm dann doch trotzdem, sie schauen ihm, die Leute schauen ihm dann immer wieder. Und ich gebe dir schon recht, aber ich glaube, der ORF kommt immer mehr und mehr in die Gänge, um da auch den modernen Weg einzuschlagen. Und so schlecht teilweise ist es ja nicht. Also es sind schon ein paar Punkte, wo man wirklich sagen kann, da ist der ORF zum Beispiel Zeit im Bild und so etwas, finde ich jetzt nicht so schlecht aus. Da gehen sie Genau, auch den da sind Social wir, Media Weg da, schon. ja, ja, aber da sind wir dann eben bei dem Punkt, bei Social Media ist bestimmt einmal ein jüngeres Publikum als beim ORF im Fernsehen selbst. Genau. Und das Deswegen ist sage ich, ja, also ich kann da versprechen, das werde ich beim das ORF ist der deponieren. Punkt. Das Genau. ist jetzt genau der ausschlagende Punkt, wo ich sage, Genau. ihr müsst endlich anfangen, über Social Media mehr zu machen. Zeit im Bild, alles gut und schön. Nachrichten interessieren jeden. Ich selbst höre es mir beim Autofahren an. Ich selbst schaue es mir im Fernsehen an, weil ich einfach wissen will, was in der Welt geschieht und welche Propagandamaschinerie wieder mal am Laufen ist. Ja? Genau. Aber der Boxsport bleibt halt diesbezüglich leider sehr, sehr, sehr weit hinten. Skifahren on top. Ich weiß Das von meinem ist der Schwiegervater, Nationalsport aus das Österreich. ist der Nationalsport, genau. Ja. Skifahren, wenn ich mit meinem Schwiegervater über Skifahren rede, das ist ein Endlosgespräch. Wenn ich mit meinem Schwiegervater über Boxen auf ORF Sport Plus rede, was mir der gesagt hat, interessiert mich nicht. Hm. Ja, Interessiert mich nicht. Ich schaue mir das nicht an. ja, verstehe ich. Vielleicht ist der Boxsport noch nicht so angekommen, aber meiner Meinung nach schließt sich auch da wieder der Kreis. Ich glaube schon, dass sich sehr viele Leute, das wird unterschätzt. Ich glaube schon, dass viele Leute hin switchen. Gebe ich dir auch recht. Vielleicht ist es auch viel meine Schuld, dass wir da die Emotionen nicht hinüberbringen. Es ist halt immer nur so schwierig, ein bisschen, was den, der Location, Boxsport, alles pipapo. Was ist der Boxsport eigentlich? Ist der Boxsport jetzt, wie du selbst gesagt hast, gehen wir in die Eleganz hinein oder bleiben wir bei dem Kampfsport, wo es zur Sache geht? Ich glaube, der Boxsport ist so eine kleine Mischung aus allem und da musst du die Balance finden, die für mich teilweise sehr schwierig ist, gebe ich dir recht, werden wir ändern, wir werden jetzt richtig on fire gehen, aber ich bitte auch euch, liebe Social Media, alle Leute, da auch ein bisschen mehr auf den Fokus zu gehen und auch ein bisschen mehr den Boxsport von eurer Seite zu unterstützen, weil in Wirklichkeit gehen wir derzeit sehr viel immer ins Ausland, aber wir wollen ja auch, dass in Österreich was weitergeht. Wir wollen uns auch als Österreich präsentieren und ich glaube auch, dass wir in Österreich in allen Kampfsportarten sehr, sehr viele Top-Sportler haben und die haben es auch verdient. Ja. Verdient haben sie es alle mal, das ist 100% richtig. Ich weiß auch, dass die Veranstalter bzw. die Teams jedes Mal ihre Gegner selbst zahlen müssen, was Genau. natürlich Unsummen kosten kann. Und wenn da keine Sponsoren im Hintergrund sind, dann braucht man eben Journeymans, um überhaupt ein Event auf die Beine zu stellen. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Bärnackel, MMA oder Kickboxen einfach viel mehr Aufmerksamkeit haben, weil dort die Kämpfe spannender sind, weil da echte, gleichwertige Gegner gegenüberstehen. Und du vergisst ja auch, wenn man dann einen internationalen kommen lässt, du hast das vollkommen richtig gesagt, der Veranstalter muss es bezahlen und da fängt Mhm. es ja schon an, vom Flug, Hotel, abholen, dann den Kampf bezahlen, dann eventuell Ja, sogar eine Siegesprämie und. Also da fallen Kosten pro Kampf an und wenn man sich so eine Fightcard einmal anschaut, ich meine, ihr kennt sie alle, diese Fightcards, das sind 10 Kämpfe, ja. Das ist ja auch schon eigentlich sehr, sehr dünn gesät, sage ich einmal. Und von diesen 10 Kämpfen gehen es 5 Kämpfe live auf OF Sport Plus, ja. Und da muss man auch dem Veranstalter dann auch ein bisschen verstehen, dass der dann sagt, irgendwann einmal geht mir das Geld aus und irgendwann werden wir eine andere Location holen. Und ich bin voll bei I- dir, ja, ja, was ich aber unbedingt einwerfen möchte, ist trotzdem, das Ganze ist eine Freundalwirtschaft. Du bist gut mit dem Sekretär vom ORF. Louis Boxing ist gut mit dem Generalsekretär vom ORF. So, okay. Ähm, ist es jetzt wirklich schlau, wenn man Business macht, mit Freunden Business zu machen? Bleibt dann nicht der Teilnehmer selbst, also die Kämpfer, immer wieder auf der Strecke, weil einfach schauen, dass die drei ein gutes Verhältnis haben und sich gegenseitig die Hände schütteln und sagen, ja, das haben wir gut gemacht. würde ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, wenn du da mal siehst, was da alles rundherum passiert, aber ich gebe dir schon recht. Nur auf der anderen Seite, ich arbeite immer halt gern mit Leuten, die ich kenne, weil ich weiß ganz genau, was dann auf mich zukommt. Ich arbeite auch zum Beispiel sehr, sehr gern oder spreche sehr, sehr gern mit dir, weil ich einfach auch diese Plattform und auch diese direkte Art von dir sehr, sehr schätze. Wenn du dann natürlich immer wieder wem Neuen hast, dann ja, musst du dich immer wieder neu einstellen. Aber summa summarum gesehen hast du Hm. recht. Nur auf der anderen Seite kann man auch genauso dann wachsen. Und ich nehme mir das wirklich zu Herzen. Ich werde das auch kundtun. Ich werde das auch dem ORF natürlich einmal sagen, dass es hier vielleicht eventuell auch Wünsche gibt, um es zu verbessern. Und ja,
Aber bitte auch ihr unterstützt uns, Leute, weil man kann nicht immer nur, weißt du, bist ja nicht einer davon, weil du bist ja auch mit Argumenten gekommen und mit Vorschlägen und mit Ideen gekommen. Nur auch in der heutigen Zeit, und da muss man sehr aufpassen mit diesem ganzen Mobbing und so, und das, sorry, aber das Mhm. kotzt mich einfach an. Mhm. Es weiß jeder alles besser, und ich sage es euch jetzt ganz klar, dann stellt ihr euch einmal in den Ring hinein und kommentiert ihr mal den Scheiß. Ich mache das nicht hauptberuflich, ja, ich mache Mhm. das einfach aus dem Grund, weil ich gefragt worden bin, weil da keiner mehr da war, der das machen möchte. Gut, Mhm. habe ich gemacht, aber dann sage ich euch auch klipp und klar, Leute, gerne, es ist immer Zeit für Ideen oder sagen, dies und dies ist nicht gut gelaufen, aber dann bitte kommt auch mit Vorschlägen, so wie du, Willi, und sagt, was wollt ihr haben? Was möchtet ihr? Was können wir tun für euch? Und bitte nicht einfach nur hinter dem Internet verstecken, draufhauen auf die Leute, sondern Mhm. wir geben unser Bestes. Es ist auch für mich, du musst dir vorstellen, du steigst da ein, bist sehr nervös, ja, dann auch noch die Geschichte mit Graz, natürlich verhaspelst du dich. Ich habe das beruflich nie gelernt, die Moderation, du weißt, was ich beruflich mache. Ich mache das nebenbei, und dann musst du auch diesen Switch finden von Graz, von einem Amokläufer. Ich meine, überlegt euch, lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen. Wir starten ein Boxevent, wollen die Leute begeistern, machen eine Gedenkminute, ja. Das heißt, der Siegerpunkt geht auf Null, und du musst dann versuchen, die Leute on fire zu kriegen, und dann geht das Publikum auch nicht mit, ja. Und Mhm. wenn ich dann sehe, im Publikum, man sitzt da so drinnen und schaut sich das nur an, ja, dann tut es mir auch leid, aber da muss ich auch einmal mit dem Publikum ein bisschen hart ins Gericht gehen, und ich erwarte mir da volle Unterstützung, weil ich mache es aus Leidenschaft. Nur wenn nichts zurückkommt, hast du auch recht, Wille, dann schwappt das natürlich auf mich über. Nur alleine kann ich den Kampf nicht gewinnen. Ja, ja, Was mich auch sehr freut, ja, das österreichische vielleicht noch einen Satz. Publikum ist generell sehr Genau, schwer. genau, und das ist, da zitiere ich einmal den Falco, du musst sterben, um zu leben, ja, wenn einmal derjenige das dann nicht mehr moderiert und das moderiert ein anderer, ja, dann hast du dann, ja, der hat das schon besser gemacht, oder der andere hat das auch noch besser gemacht, oder wie auch immer, gebe ich dir recht, ja, nur, auch die Boxer, und das möchte ich auch einmal ganz ehrlich sagen, wenn die Boxer auch ein bisschen mehr Flair hineinbringen würden, ja, auch im Kampf zum Beispiel, wenn sie ihre Runden gehen würden, wenn sie zum Beispiel mit mir einklatschen, dann schwappt das natürlich auch auf die Zuseher um. Nicht nur in der Halle, sondern auch zu Hause, weil dann merke ich, okay, zum Beispiel jetzt ein Boxer aus Salzburg, erstes Mal da gewesen, geht mit der Österreich-Fahne hinein. Du hast sofort gesehen, es hat mich sehr gefreut, weil ich finde das toll, ja. Ich finde das toll, wenn man die österreichische Nationalflagge da hieß, dann umarmt er mich und wir waren auf einmal beide unter der Flagge, ja. Da kommen dann Emotionen auch bei mir auf. Das ist herzerwärmend, und dann kannst du Gas geben. Paul, jetzt klingst du wieder wie ein Geschichtslehrer mit Mikro. Korrekt? Das bin ich, aber wir Durchdacht? werden trotzdem on fire bleiben, mein Freund, und das lasse ich mir nicht nehmen, weil ich glaube, das Feuer brennt in mir und mit dir gemeinsam. Und Willi, und das machen wir jetzt definitiv. Bei der nächsten Veranstaltung sitzt du mit mir im Ring. Definitiv, definitiv, ja. Na, das halte Und ich nicht dann, aus. Das halte ich nicht oder? aus. Und dann schauen wir uns dich nebenbei an. Mit mir. Äh, schau, wir können uns gerne mal zusammensitzen und können uns gerne mal so ein kleines Konzept ausarbeiten, Gerne. um das Ganze ein bisschen mehr ins Laufen zu bringen. Wenn ich da jetzt aber dort sitze und mir die Geschichtslehrer anhöre, dann werde ich zu Schlaftabletten. So Ah, gern das ich dich schaffen wir habe. schon. Aber siehst du, jetzt sagst du genau dasselbe. Dann wirst du auch zur Schlaftablette. Und das müssen Ja, wir aushebeln. Wir müssen ja. schauen. Und da hast du vollkommen recht. Deswegen vielen, vielen Dank für deinen Input. Das war vielleicht auch ein bisschen von mir. Obwohl so schlaftablettig bin ich mir nicht vorkommen. Aber du hast recht. Da muss ich drüber. Ich muss weiterhin versuchen, die Leute zu begeistern. Bin ich bei dir. Wird beim Bring, nächsten Mal besser sein. ja, Und wir werden mit dem ORF reden. Verspreche ich dir auch. das haben wir schon vor 6 Monaten geredet. Und ist nichts geworden. Wir werden jetzt ein Gespräch suchen. Wir werden gemeinsam einmal dorthin schreiben. Wir werden gemeinsam einmal jetzt dann deine Aussendung von unserem Gespräch Ihnen einmal schicken. Und ich sage dir trotzdem, ich glaube, dass der ORF da sicher sehr bereit sein wird, da einige Türen zu öffnen, und dass da auch Wege möglich sind, um das zu verbessern. Denn, und das lasse ich mir einfach wirklich nicht nehmen, so schlecht macht es der ORF wirklich nicht. Also die Nein, nein, kommen da mit nein, einem er tollen macht es Team. auch nicht schlecht. Genau, Er macht es auch nicht schlecht. Er hat halt keine anderen Möglichkeiten. genau. Darum geht es. Er Und hat das, ein kleines und das Budget, ein Team, gewisses Budget, genau, das schöpft genau, er aus. genau. Aber im Vorfeld und im Nachfeld ist halt einfach zu wenig. Das ist das Problem. Es kommt ein Event, keiner weiß was davon, nicht mal ich habe was gewusst davon, obwohl ich eigentlich auf jedes Event irgendwie versuche, mir das anzuschauen. Vom ORF Sport Plus, mir haben hunderte User geschrieben, na, hast das gestern und das, und ich hatte keinen Plan davon. Mhm. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, die Szene hat es gewusst. Die Familienmitglieder der Kämpfer, die haben es gewusst, dass dort gekämpft wird. Vielleicht einige Freunde, aber der Großteil, das sind dann die Ja. Opas, die was sich das anschauen, vielleicht kurz. Darum würden mich mal die Einschaltquoten interessieren beim ORF Sport Plus, wenn ein Boxevent ist. Das Mich ist auch, weil interessant. die versuche ich auch rauszufinden, das hätte mich auch sehr interessieren, Ja, gebe ich dir und recht. vor allem das Alter der Zuschauer. Ob man das so im Detail analysieren kann, kann ich dir Ja, nicht sagen, aber kann man. okay, dann werden wir fragen, ob wir das auch noch bekommen, aber gebe ich da recht, würde mich auch sehr interessieren. Ja, Bin ich voll bei weil dir. es ist ja auch bewiesen, dass auf sozialen Medien das Publikum viel jünger ist. Ist ja auch logisch. Ne?
Ja, Vor klar, allem auf klar. Instagram, TikTok. Und da fehlt es. Da fehlt es aber richtig. Und da ist genau gar nichts. Österreichische Boxer sind talentiert, sie sind hart, sie haben Geschichten zu erzählen, aber man bekommt nichts mit von ihnen. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber da Deswegen, wird sicher, ich glaube, dass sich da jetzt dann sicher was ändern wird. Ich meine, Gogi war auch bei dir, also der Gogi kommt ja wieder zurück. Der boxt ja. 3 oder 4 Kämpfe, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Habe ich auch zum Beispiel schade gefunden, warum da nicht schon mehr angeteasert worden ist. Weißt du, was ich meine? Auch von der Veranstaltung selber her, wann, wie, wo, was, wann, weißt du, es wird jetzt einmal herausgesprochen, Gogi ist ein super Mann, ich freue mich extra drauf, weil er bereitet sich anscheinend wirklich extrem vor. Bin aber jetzt gespannt, wer sein Gegner sein wird. Weißt du, was Mhm. ich meine? Und Mhm. wenn man das dann alles in ein Paket verpacken könnte bei einer grenzgenialen Veranstaltung, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt wie viele Veranstalter? 4, 5 in Österreich? Mehr gibt es ja Also, nicht. ich sage das so, der Box Promotion ist Maddox momentan das, der Ja, aufgehende Stern. ja, Absolut. ja. Dann, Ist so. dann Weil muss man sich bei, die haben den Kern der Zeit begriffen. dann muss man sich bei Ihnen ein Beispiel nehmen und noch einmal, ich gebe dir da auch recht mit dem ORF, da muss man halt gemeinsam jetzt einen Weg finden. Aber wir sind wieder auf dem Riesenproblem und das ist einfach, da schließt sich dann der Kreis. Der ORF macht das zwar, der ORF stellt die Plattform zur Verfügung, der ORF stellt die Kameras und alles mögliche und das komplette Team zur Verfügung. Und da muss ich da wirklich sagen, also Willi, komm mal bitte vorbei, aber die rücken dort wirklich mit allem, was Ja, sie haben an. ja, Ja, also müssen sie ja top auch, wenn sie organisiert. das übertragen wollen. Genau, top organisiert, top Leute dahinter, top Geräte. Dann natürlich der Veranstalter, der das Ganze da sozusagen mit den Kämpfen, bibabo. So, und jetzt fehlt meiner Meinung, wie du richtig sagst, dieses Glied, das dann alles verbindet, um Mhm, das genau, rund zu machen. genau. Weil im Vorfeld sagt der OF, okay, wir können es nicht promoten, es ist nicht unsere Veranstaltung, was aber beim Skisport wieder was anderes ist. Weil, wie du richtig gesagt hast, es fehlen die Sponsoren, es fehlen die namhaften Boxer, es fehlen die namhaften Gegner. Beim Skisport ist das einfach, da sind halt namhafte Sponsoren dahinter. Genau, Ja, da ist genau. alleine durch das schon einmal ein Fokus drauf. Aber Was schau, bei uns das ist ein spannender Punkt, weil die Skifahrer, da gibt es Porträtvideos, da gibt es dies, da gibt es da, die werden ja richtig hochgepriesen wie Götter. Und das Gleiche fehlt auch beim österreichischen Boxsport. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass im Boxsport sehr, sehr viele Nicht-Österreicher tätig sind, wo man sich denkt, okay, das passt dann doch irgendwie nicht so ins Schema. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war Podcast.